Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Hier geht es weiter beim C3-Projekt. Ihr seht hier auf dem Video, wie ich versucht habe, das Auto zu starten. Das hat ein paar Mal gut geknallt, weil er eben ewig gestanden hatte. Und ich habe dann versucht, die Benzin-Wasser-Brühe dann aus dem Tank zu nehmen und hier mit so einem zweiten separaten Tank den Motor am Laufen zu halten. Hier sieht man das Wasser, was sich da nicht mit dem Benzin verbindet und deswegen so eine komische Verbindung eingeht. Und es ging dann eben weiter, dass ich versucht habe, den ganzen Tank zu entleeren und auch den Rost daraus zu kriegen, was gar nicht so einfach war. Und der nächste Schritt war dann, weil der Motor doch etwas unrund und ruppig lief, die Krümmer zu testen, hier mit so einer Heatgun. Da kann man mit einer Infrarotpistole eben die Temperatur messen und eben sehen, ob ein Zylinder läuft oder nicht läuft. Und wenn der Krümmer entsprechend kalt ist, dann läuft der Zylinder nicht mit. Ich habe dann an den kalten Zylindern die Zündkerzen rausgeschraubt, um mir die mal anzuschauen und um zu gucken, ob das Problem eben an den Zündkerzen oder eben an der Zündanlage selbst liegt oder warum kommt kein Zündfunken. Ich habe dafür hier so ein Prüftool, da kann man sehen, ob ein Zündfunken kommt. Ja, und jetzt geht es weiter bei der Fehlersuche. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, dann machen wir jetzt nochmal einen Versuch mit den neuen Kerzen. So eine Saugbecherpistole, wie man hier sieht, die eignet sich übrigens sehr gut dafür, den Tank abzusaugen. Ihr braucht dafür gar keine separate Benzinpumpe, die euch dann mit den Rostpartikeln verstopft. Ihr macht einfach einen Schlauch unten dran, wo eigentlich der Saugbecher unten dran gehört, und dann wird über den Venturi-Effekt das Benzin abgepumpt. So, nachdem ich den Tank jetzt dreimal hintereinander gespült habe, können wir den auch wieder an die ursprüngliche Position setzen, nämlich hier mit in die Leitung. Und ich habe dafür einen neuen Filter hier. Und der wird jetzt in die Leitung mit reingesetzt und der hat dann auch ein Schauglas, da können wir uns mal anschauen, wenn noch Reste aus dem Tank nach vorne kommen. Aber ich habe eigentlich alles ziemlich gut sauber bekommen und ich bin guter Dinge, dass das Ganze jetzt auch so funktioniert. Ich kann ja auch noch mal gerade zeigen, im Tank sieht es jetzt eigentlich auch ganz okay aus. Da sind noch ja, ein paar Rostnester. Klar, der Tank ist nicht wie neu. Wenn man das alles 100% macht, muss man den erneuern. Aber es geht jetzt ja hauptsächlich erstmal darum, dass er dicht ist und kein rostiges Wasser ansaugt. Ja, das kann man jetzt gleich auch nochmal testen. Da ja das Arbeiten an so einem Motor auch Spaß machen soll, habe ich mir gedacht, ich sorge mal ein bisschen für Ordnung und Sauberkeit. Von so zu so. Okay, in Wirklichkeit hat das Ganze jetzt ein klein bisschen länger gedauert. Ich glaube, ich war eine halbe Stunde bis eine Stunde jetzt dran, aber das hat sich gelohnt. Ich war auch ziemlich motiviert, wie man sieht. Und wenn ihr Interesse daran habt, wie man so Motorräume wieder in Glanz bekommt und ein bisschen besser aussehen lässt, dann guckt euch am besten so Tutorials bei Aufbereitern an. Dafür ist das hier der falsche Kanal. Aber ich mache jetzt erstmal weiter, wie wir den Motor hier wieder ordentlich zum Laufen kriegen. Ich glaube, das interessiert euch mehr. Wenn ihr auf Fehlersuche seid, müsst ihr natürlich auch auf die Zündfolge achten, ob die korrekt gesteckt ist. Und zwar hat man da sehr häufig Fehler drin, auch bei amerikanischen Autos. Selbst die Amis kommen manchmal durcheinander bei den 8-Zylindern. Und zwar haben wir hier einmal die Zylinderbank der Beifahrerseite und hier die Zylinderbank der Fahrerseite. Und die Amerikaner zählen bei Chevrolet, also da wird auch unterschieden bei Ford und Chevy, aber bei Chevrolet wird folgendermaßen gezählt. Also wir haben vorne links Zylinder Nummer 1, hier 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das heißt, auf der Fahrerseite vorne ist Zylinder Nummer 1. Und wenn ihr
den Verteiler euch anschaut, dann habt ihr hier die Zündkabel und davon geht eben ein Kabel zu Zylinder Nummer 1. Und wenn ihr vom Zylinder Nummer 1 zählt, dann habt ihr hier im Uhrzeigersinn die Zündfolge und die Firing Order bei Chevy, die lautet 18436572. Das heißt, das ist einfach was, das ihr euch merken müsst oder aufschreibt. Und ihr müsst dann eben in dieser Reihenfolge eben die Zündkabel zu den Zylindern, zu den Zündkerzen abgehen. Und es kommt häufig vor, dass da dann was vertauscht wird und dann läuft der Motor natürlich entsprechend schlecht, weil der zu einem Zeitpunkt zündet, wo der gar nicht zünden soll. So, das werde ich jetzt mal prüfen. Ja, es gibt im Zubehör kleine Ringe, da sind Zahlen aufgedruckt, die könnt ihr dann hier drüber klipsen. Das ist als Hilfe gedacht. Das ist natürlich dann schöner, das kann man auch drauf lassen. Man kann sich das auch auf den Zündkabeln markieren, aber man kann sie auch einfach nur entsprechend der Länge nach bis zu den Kerzen immer verfolgen. Und am einfachsten ist es einfach, wenn ihr mit dem Zündkabel für den ersten Zylinder anfangt und ihr verfolgt das Ganze dann bis zur Zündkerze und geht dann im Kreis vor. So, ich fange jetzt mit Zylinder Nummer 1 an. Und zwar habe ich jetzt die Seite gewechselt und ich nehme mir hier dieses Kabel vor. Das macht hier den Knick, geht runter. Wenn man dann daran zieht, dann sieht man teilweise, wo das rauskommt. Und da haben wir jetzt den Zylinder Nummer 1. Das heißt, hier an der Position ist jetzt Zylinder Nummer 1 und nach unserer Zündfolge kommt danach die Nummer 8. Das heißt, wir sind jetzt an dem Kabel, das heißt, wir müssen die Seiten wieder wechseln. Wir müssen einmal hier ums Auto herum, um dann zu schauen, ob dieses Kabel hier an den 8. Zylinder geht. Und das tut es. Und als nächstes haben wir in der Folge die 184. Das heißt, von diesem Kabel müsste jetzt das Ganze am anderen Ende an die Nummer 4 gehen. Da müssen wir jetzt hier dran ziehen und stellen fest, dass das nicht ganz stimmt. Und zwar scheint es mir so, als ob das Kabel an diese Zündkerze geht. Um das Ganze zu prüfen, machen wir das nochmal ab. Ziehen hier dran. Und stellen fest, dass hier ein Fehler vorliegt. Und zwar ist die Zündfolge falsch gesteckt. In Wirklichkeit gehört dieses Kabel nämlich hier dran. Jetzt können wir noch das andere Kabel gegenprüfen. Wir werden sehr wahrscheinlich feststellen, dass einfach diese beiden vertauscht wurden oder noch weitere Fehler hier in der Zündfolge vorliegen. Aber das ist häufig, habe ich schon häufig festgestellt, dass dadurch eben Motoren nicht mehr oder also nicht richtig oder überhaupt nicht mehr anspringen oder gar nicht mehr laufen. Und ja, man sieht das auch hier wieder, also war auch hier wieder der Fehler, der natürlich zu den anderen Sachen dazu kam. Oft ist das dann so, die Autos laufen schlecht, werden abgestellt, dann ergeben sich durch das Abstellen noch weitere Schäden, zum Beispiel wie hier Wasser im Tank. Und naja, also letztendlich ist das kleine Ursache, große Wirkung. Ja, aber bevor ich jetzt zu viel verspreche, werde ich jetzt die ganzen Kabel nochmal in Ruhe durchgehen. Hier sieht man auch, da ist mal ein anderer Zündkerzenstecker drauf gekommen. Also ich werde prüfen, ob die auch alle in Ordnung sind, beziehungsweise dann auch austauschen. Und danach melde ich mich wieder. Ja, ob die Corvette nochmal zum Laufen gebracht werden kann, das seht ihr in der nächsten Folge. Und deswegen schaltet wieder ein beim YouTube-Kanal der V8 Lounge.